In diesem Video erfahren Sie alles darüber, wie bei aufbereiteten Instrumenten und Gegenständen die Wirksamkeit der Sterilisation, also die tatsächliche Sterilität, überprüft werden kann. Los geht's! Als erstes schauen wir uns die Thermoindikatoren an. Sie dienen der Feststellung, ob das Sterilisiergut der erforderlichen Temperatur im Autoklaven ausgesetzt war. Dafür wird ein Spezialpapierstreifen auf das Sterilisiergut geklebt. Diese Papierstreifen verändern unter Einfluss von Hitze ihre Farbe. Wenn sich die Farbe auf dem Streifen verändert, hat eine Erhitzung stattgefunden. Durch die Thermoindikatoren kann aber nicht herausgefunden werden, ob die Temperatur auch lange genug gehalten wurde. Schauen wir uns als nächstes die Thermoindikatoren mit Helix-Prüfkörpern an. Mit ihnen können wir sicherstellen, dass bei Turbinen und bei Hand- und Winkelstücken auch alle Flächen ausreichend lange mit Dampf in Kontakt waren. Diese Instrumente sind aufgrund ihrer Hohlräume nämlich sehr schwer zu sterilisieren. Der Durchlauf mit einem Helix-Prüfkörper bietet hier besondere Sicherheit. Dieser stellt einen Hohlkörper wie eine Turbine oder ein Winkelstück dar. Er besteht aus einem 1,5 Meter langen Schlauch mit 2 mm Durchmesser. Am Ende dieses Schlauchs befindet sich in einer Kapsel ein eingeschlossener Indikator. Einen Indikator nennt man in der Chemie ein Hilfsmittel, um eine chemische Reaktion oder einen Zustand zu überwachen. Der Wasserdampf muss dabei erst durch den langen Schlauch gelangen, um am Indikator durch seine Temperatur einen Farbumschlag zu erzeugen. Die Kontrolle mit einem Helix-Prüfkörper ist zur Überprüfung der Sterilisation von zum Beispiel Winkelstücken und Turbinen vorgeschrieben. Bei allen Sterilisatoren, also Autoklaven, muss zweimal jährlich oder nach 400 Sterilisationsdurchgängen nachgewiesen werden, dass auch die widerstandsfähigen Sporen abgetötet werden. Das kann man mit Bioindikatoren nachprüfen. Diese Überprüfung erfolgt mit Hilfe von sogenannten Sporenpäckchen, also Päckchen, in denen Sporen sind. Nur wenn der Sterilisator in der Lage ist, die eingelegten Bakteriensporen auch abzutöten, gilt das Gerät als einwandfrei funktionierend. Nachgewiesen wird dies in einem bakteriologischen Labor, in dem die sterilisierten Sporen bebrütet werden, um zu schauen, ob sie abgetötet wurden. Zur Kontrolle über diesen Vorgang wird ein Dokument erstellt, das in der Praxis sorgfältig aufzubewahren ist. Diese beschriebenen standardisierten Kontrollen ersetzen jedoch nicht die täglichen Routinekontrollen. Dabei wird zum Beispiel der Zustand von Dichtung oder der Wasserstand im Autoklaven kontrolliert.